Die spätsommerlichen Zentralbanksitzungen sind vorüber und die Märkte verlegen nun wieder ihren Fokus von den Notenbanken auf die veröffentlichten Daten. Damit wären wir schon beim Thema der Woche. Mein Name ist Clemens Fuchs und somit herzlich willkommen beim heutigen Marktupdate. Ja, während die Europäische Zentralbank in ihrer letzten Sitzung die Zinsen noch einmal um einen Schritt erhöht hat und nun für längere Zeit bei diesem Niveau bleiben möchte, hat die US Federal Reserve ihr Zinsniveau in ihrer letzten Sitzung vorige Woche unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,5% belassen. Die Wachstumsaussichten wurden von der Notenbank für heuer und auch für das nächste Jahr nach oben revidiert und im Gegenzug der Inflationsausblick zumindest für das heurige Jahr nach unten korrigiert. Es läuft also alles richtig für die Notenbanker rund um Jerome Powell und Co. In den Kommentaren der Notenbanker wurde auch bekräftigt, das Zinsniveau auf dem aktuell hohen Niveau weiterhin zu belassen, damit die Inflation wieder auf den Zielwert zurückkehren kann. Die Markterwartungen einer Zinssenkung für das nächste Jahr rückten dagegen wieder etwas weiter in die Ferne. Für eine Überraschung sorgten vorige Woche die britische und die schweizerische Nationalbank. Denn entgegen der Erwartung einer Zinserhöhung beließen beide Notenbanken das Zinsniveau unverändert. Das britische Pfund und der Schweizer Franken verloren infolgedessen etwas an Wert. Die britischen Inflationsdaten lagen zuletzt im August etwas unter den Erwartungen, was der Bank of England sicher in die Karten gespielt hat. Auch die Staatsanleihenrenditen sanken im Vergleich zu anderen Ländern tendenziell in den letzten Wochen. Ein starkes Wiederaufflammen der Inflation legt gerade die Türkei hin. Nachdem die Inflationsrate von vorigen Herbst 80% auf heuer Ende Juni ca. 40% gesunken ist sie mittlerweile wieder auf fast 60% geklettert. Die Zentralbank hat bereits darauf reagiert und die Zinsen stark erhöht. Zuletzt vorige Woche um 5 auf mittlerweile 30%. Ja, viel wird von der kommenden Inflationsentwicklung abhängen, wie die Zentralbanken dann in den herbstlichen Sitzungen darauf reagieren. Zumindest für die entwickelten Märkte ist von einer weiteren Abschwächung der Inflationsentwicklung auszugehen. Mittelfristig Druck auf die Inflation könnten aber die steigenden Energiepreise erzeugen, weil auch der Basiseffekt für den Jahresvergleich langsam ausläuft. Der Rohölpreis, sowohl für die europäische Sorte Brent als auch für die US-Sorte WTI, ist in den letzten Wochen wieder über 90 US-Dollar gestiegen. Die Förderkürzungen der OPEC im Frühjahr hatten im ersten Halbjahr noch nicht den gewünschten Effekt einer Preissteigerung, weil auch Nicht-OPEC-Staaten, allen voran die USA und Brasilien, ihre Förderkapazitäten ungefähr im gleichen Ausmaß wie die Kürzungen erweitert haben. Schauen wir nun auf die Nachfrage. Traditionellerweise ist es so, dass sich die Lager an Erdölprodukten über den Sommer leeren, aufgrund des starken Reiseverkehrs. Das ist auch diesmal wieder passiert und vor allem in den USA zu beobachten. Dort hat zwar die Erdölproduktion im dritten Quartal stark nach oben überrascht, aber auch die Lager sind überdurchschnittlich stark gesunken. Das lässt auf eine sehr hohe Nachfrage schließen. Aber auch global ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Zudem haben die OPEC-Staaten als auch Russland bekräftigt, ihre Förderkürzungen zumindest bis zum Jahresende weiter zu verlängern. Das alles wirkt sich natürlich auf den Preis aus. Der Rohölpreis ist seit dem letzten 6-Monatstief Mitte Juni um fast 30% gestiegen. Das merken wir in letzter Zeit auch wieder vermehrt an den Tankstellen. Ja, damit wären wir schon am Ende des heutigen Marktupdates. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.